Nichts birgt eine so starke Anregung unserer Neuronen wie ein psychedelischer Zustand. Neuroplastizität ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Verhalten ändern. Der Patient hat Schlafstörungen, hat chronische Schmerzen, hat Angststörungen, ist antriebslos, freudlos. Da kann Cannabis mit einer hohen Wahrscheinlichkeit helfen. Manche riechen sehr, sehr fruchtig, manche eher cremig, manche sogar eher so ein bisschen benzinig, manche erdig. Und es liegt daran, dass da verschiedene Terpene drin sind. Dass wir es beschreiben wie manchmal wie ein Schmerzmittel für die Seele. Natürliche Form des Luftanhaltens, eben in Kombination bei dieser Atmung, wirkt, dass die Neuronen wieder aktiver sind. Kein Wirkstoff ist ohne Nebenwirkung. Und im besten Fall braucht man keine Substanzen jeglicher Art, um seine Lebensqualität zu erreichen, die man erreichen möchte. Um Cannabis zu sich zu nehmen? Also in welcher Form? Rauchen, verdampfen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Insgesamt gibt es 3 Möglichkeiten. Ja, man kann es verdampfen, man kann es oral einnehmen als Tropfen oder als Kapseln. Ja. Verrauchen ist keine Option, die wir befürworten. Beim Verbrennen, das ist ja Rauchen, entstehen Temperaturen von ungefähr so 500 Grad. Ja. Und da entstehen Schadstoffe und da entstehen krebserregende Stoffe. Wenn man einen Toast zu lange toastet, dann wird er zu heiß, dann wird er schwarz, das ist ungesund. Verdampfen hingegen ist mit niedrigen Temperaturen. Da sind die Temperaturen zwischen 180 bis 220 Grad. Und das führt dazu, dass es eben nicht verbrennt und die Cannabisblüte ihre ganze Wirkstoffvielfalt entfalten kann. Und zwar besteht eben Cannabis nicht nur aus THC, sondern aus einem Profil von verschiedenen Terpenen. Ja, wenn man mal verschiedene Cannabisblüten gerochen hat, dann merkt man, dass manche riechen sehr, sehr fruchtig, manche eher cremig, manche sogar eher so ein bisschen benzinig, manche erdig. Und es liegt daran, dass da verschiedene Terpene drin sind. Und Cannabis-Therapie ist letztlich die Kombination aus Aromatherapie und THC. Und das ist ganz spannend. Diese Terpene haben einen Siedepunkt, der liegt zwischen 180 und 220 Grad. Bedeutet, wenn man es im Joint konsumiert, dann macht man fast alles gleich. Dann wird alles verbrannt und die Terpene kommen gar nicht so richtig zur Wirkung und das THC wirkt größtenteils. Wenn man es verdampft aber, dann kann man das Terpenprofil der Blüte viel besser aktivieren und spürt dann teilweise eben einen aktivierenden Effekt, den besseren schmerzenden Effekt, einen sedierenden Effekt, abhängig davon, welche Terpene drin sind. Also Terpene finden sich auch in der Natur. Lavendel, die hat sehr viel Linanol, das ist, glaube ich. Das ist bekannt für einen entspannenden Effekt. Deswegen gibt es auch dann zum Beispiel in der Lufttherapie, nimmt man Lavendel zum Schlafen ein. Und das findet sich auch sehr viel in Cannabisblüten. Dann gibt es andere, zum Beispiel Alpha- und Beta-Pinen. Das ist dieser Piniengeruch, den man vielleicht so aus spanischen Wäldern am Strand, ne, wie es so nach Pinien riecht. Das ist das Alpha- und Beta-Pinen. Und das zum Beispiel wirkt angstlösend und dadurch aktivierend. Also bei Patienten, die ADHS haben, wo man etwas Antriebssteigerndes geben möchte, da würde man jetzt etwas wählen, was viel Alpha- oder Beta-Pinen hat. Genau. Ja, und so funktioniert Cannabis-Therapie eben aus der passenden Auswahl von THC, CBD und dem Terpenprofil. Zugeschnitten auf den Patienten und seine Erfahrungen, die er bisher hatte. Viele Patienten haben, wie gesagt, psychologische Beschwerden, ja, oder psychische Beschwerden. Schlafstörungen sind meistens irgendwo durch Körper und Geist verursacht, Stress, Burnout, Überlastung. Wir behandeln auch Patienten mit Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen. Und was aufgefallen ist, ist, dass Cannabis im Vergleich zu anderen Mitteln die psychosomatische Achse bedient. Das fällt auf bei chronischen Schmerzen. Chronische Schmerzen sind nämlich keine Schmerzen, die noch im Gelenk sind, sondern es sind Erinnerungen, die aber bei der Bewegung des Gelenks wieder aktiviert werden. Und deswegen wirkt bei vielen chronischen Schmerzpatienten das Cannabis anders als klassische Schmerzmittel. Gleiches gilt für Patienten mit Depressionen oder eben Angststörungen. Es wirkt auf den Endokannabinoid-Kreislauf und das ist eben an sehr vielen Orten im zentralen Nervensystem verbreitet. Jetzt ist es so, Cannabis ist eine symptomatische Therapie. Das bedeutet, wenn jemand Schmerzen hat, dann werden die Schmerzen symptomatisch besser. Wenn jemand antriebslos ist, bei Depressionen zum Beispiel, ja, oder Angststörung, dann kann der Antrieb gesteigert werden. Die Ängste können rein symptomatisch verbessert werden. Aber man geht nicht an die Ursache des Problems. Es ist so ein bisschen so, dass wir es beschreiben wie manchmal wie ein Schmerzmittel für die Seele. Per se ist das sinnvoll. Ja? Ich als ehemaliger Unfallchirurg, wenn sich jemand das Bein bricht, habe ich mir auch Schmerzmittel gegeben. Ja? Und die sind auch ziemlich stark.
Aber es wäre ein Behandlungsfehler, wenn ich das Bein im Zweifel, wenn man es operieren muss, nicht operieren würde. Und ähnlich sehen wir es mit der Cannabis-Therapie. Der Patient hat Schlafstörungen, hat chronische Schmerzen, hat Angststörungen, ist antriebslos, freudlos. Da kann Cannabis mit einer hohen Wahrscheinlichkeit helfen. Aber man muss sich auch die Ursache anschauen und schauen, ob man für die Ursache eine Lösung findet. Und das versuchen wir eben zu bedienen. Und die klassischen Methoden, um psychische Beschwerden zu behandeln, findet man in der Psychotherapie. Ja, die Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie bedeutet, man denkt über sein Verhalten nach und schaut, wie man es anpassen kann. Viele Patienten haben Schwierigkeiten, Termine beim Psychologen zu finden, weil die sind häufig ausgebucht. Nachfrage ist groß und ja, Angebot nicht so. Dementsprechend bieten wir das für unsere Patienten kostenlos mit an, ja, weil wir glauben, so können wir die bessere Therapie machen. Und in einem nächsten Schritt möchten wir durch die Kombination aus Psychotherapie und Breathwork eine neue Form etablieren. Und letztlich ist es eine Art und Weise der psychedelischen Psychotherapie, weil man durch gezieltes Atemtraining bzw. eine Atemübung, ja, die man über 90 Minuten durchführt, unterstützt mit Musik und Atempausen, kann man einen psychedelischen Zustand erreichen. Und man weiß aus der Wissenschaft und Studien aus den USA, die ist ja recht führend, wenn man stärkere psychedelische Substanzen gibt, wie Psilocybin, was sich in Magic Mushrooms zum Beispiel findet, oder LSD, dann werden die Neuronen im zentralen Nervensystem aufgefordert oder angeregt, neue Verbindungen auszubilden. Das nennt sich Neuroplastizität. Und Neuroplastizität ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Verhalten ändern. Das ist etwas, was in der Psychopharmakatherapie auch angeregt wird, die Neuroplastizität, in der kognitiven Verhaltenstherapie. Unser Gehirn ist immer im Wandel. Aber nichts birgt eine so starke Anregung unserer Neuronen wie ein psychedelischer Zustand. Ja? Das heißt, klinisch ein Standard, wann ein Zustand psychedelisch ist. Und das merkt der Patient. Und auf einer Zellebene heißt das, dass die Neuronen wieder mehr Netzwerke ausbilden. Und man weiß, dass depressive Menschen dort in den sogenannten Winterschlaf kommen der Neuronen. Also, man sagt nicht Winterschlaf, aber sie sind wie in einem Winter. Ja? Die bilden keine Verbindung mehr aus. Und wenn man es jetzt schafft, und das wurde jetzt viel nachgewiesen, diese Neuronen wieder anzuregen, Verbindungen auszubilden, dann ist das einerseits, was auf dieser Zellebene passiert. Klinisch bedeutet das, dass die Patienten es schaffen, eine neue Perspektive zu bilden. Und letztlich ist vieles im Leben ja eine Frage der Perspektive. Ja, Depressive haben eine Perspektive auf ihr Leben, die ja, zu wenig Lebensfreude führt. Und wenn man es schafft, die Perspektive zu wechseln, kann man eben psychologische Zustände verbessern. Und genau das tun wir. Wir bieten unsere Therapie online an. Ne? Das bedeutet, man kann eine Online-Session machen mit unserer Breathworkerin. Man nimmt dort eine schwache THC-CBD-Sorte ein und erreicht diesen Zustand. Und in einer zweiten Session, dann 2-3 Tage danach, wird dann dieser Perspektivenwechsel, der da erreicht wurde, mit Psychologen besprochen. Das nennt sich Integrationsarbeit. Und so kann man viel schneller sein Verhalten ändern. Weil einfach nur einmal diesen Zustand zu erreichen, ist noch nicht ausreichend. Das ist ähnlich wie bei Vokabeln lernen. Ja? Wenn man eine Vokabel lernt, dann sieht man sie einmal, aber Gedächtnisse funktioniert eben so, dass man einen Neuronenkreislauf immer wieder befahren muss. Und wir hatten schon tolle Erfolge, also gerade Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung, die schon viel versucht hatten, 40, 50 Jahre alt, schaffen wir es, eine ganz neue Perspektive auf ihr Leben zu kriegen und letztlich mit einer gesteigerten Lebensqualität und mit Lebensfreude uns wieder zu verlassen. Es ist viel sanfter. Es ist ein sehr, sehr sanfter Zustand, wo man so reingleitet und sobald man aufhört zu atmen, ist dann auch der Zustand wieder weg. Also er ist nicht so, es ist eine sehr, sehr sanfte Form. Also die Hypothese, die wir haben hinter der Sache, auch hinter Wim Hof, was man immer braucht, sind Atempausen. Und man kommt in einen Fluss hinein und in diesen Atempausen sinkt der Sauerstoffgehalt. Ja? Und das nennt sich eine Hypoxie, also zu wenig Sauerstoff für den Körper. Und dieser Hypoxiezustand regt die Neuronen an, wieder mehr Stoffwechselaktivität zu machen. Das ist so wie Sport im Allgemeinen, Joggen, ja, ist auch ein Zustand, der bewirkt Stress in den Muskelzellen, der aber förderlich ist. Ja. Es gibt ein Maß an förderlichen Stress
Und ähnlich wie Muskelzellen auf Belastung reagieren, dass sie nicht überlasten, weil dann sterben sie. Genauso sollte man nicht ewig Luft anhalten, weil dann ist man irgendwann auch tot. Aber eine natürliche Form des Luftanhaltens, eben in Kombination bei dieser Atmung, wirkt, dass die Neuronen wieder aktiver sind. Ne? Und dann wieder mehr Dendriten, also mehr Zell-zu-Zell-Verbindungen ausbilden. Genau. Und das klinisch mit einem, diesem psychedelischeren Zustand einhergeht. Man kann Neuroplastizität nachweisen. Es gibt einen Stoff, das heißt BDNF, das ist der Brain-Derived Neurotrophic Factor. Der ist bei Patienten, die depressiv sind, in Studien erwiesenermaßen erniedrigt. Und der steigt mit der Zeit. Und Patienten, die sehr resilient sind oder Menschen, die sehr resilient sind, der ist erhöht. Und was man auch weiß, ist, dass dieser Faktor, also dieser BDNF-Wert, durch psychedelische Gabe sehr schnell ansteigt. Extrem schnell. Er steigt langsam an durch Psychopharmaka und er steigt auch an durch andere, gesunde Maßnahmen wie regelmäßig Sport, intermittierendes Fasten. Da ist auch nachgewiesen, dass er langsam steigt. Und was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten unsere Methode erproben und beweisen, dass einerseits dieser Zustand, den wir erreichen, dazu führt, dass die Lebensqualität steigt und dass wir wirklich zeigen, dass dieser Faktor steigt und damit die Neuroplastizität nachgewiesenermaßen steigt. Und das wäre eine Methode, übrigens auch Yoga und Meditation, darauf kam ich gerade, da steigt dieser Faktor auch. Unser Ziel ist langfristig, die Patienten wieder schmerzmittelfrei zu kriegen. Ja? Wie wenn das Bein gebrochen ist. Klar, erst Schmerzmittel, dann die OP, dann wieder Schmerzmittel für eine Zeit, aber irgendwann ohne Krücken, ohne Schmerzmittel unterwegs zu sein. Und das, glaube ich, kann dieses Konzept. Kein Wirkstoff ist ohne Nebenwirkung. Also auch bei Cannabis-Einnahmen muss man sagen, es gibt auch unerwünschte Effekte und im besten Fall braucht man keine Substanzen jeglicher Art, um seine Lebensqualität zu erreichen, die man erreichen möchte. Trotzdem machen es viele und teilweise verschreiben wir auch sehr, sehr hohe Dosen. Eine ältere Patientin, ich glaube, sie war 89 oder ist 89, sagt ihre Lebensqualität auf einer Skala. Wir haben noch gefragt, wie war sie vorher auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist sie jetzt? Sagst du, vorher hatte sie eigentlich keinen Lebensmut mehr. Sagt in die Kamera, sie wollte eigentlich nicht mehr leben, aber sowas darf man ja nicht mal sagen, sagt sie selber. War jetzt nicht suizidgefährdet, aber einfach keine Lust mehr, wie man das so häufig hört. Und nach 3 Monaten Therapie kommen wir wieder zu ihr und sie strahlt uns an und sagt, 10 von 10. Ostern feiert sie wieder, freut sich auf ihre Enkel, wenn die zu Besuch kommen. Ja, ich denke, für den Start und zum Versuchen, ob es für einen was ist es gut. Da können wir sehr unkompliziert starten, kompetent starten. Wir haben viel Erfahrung. Kein Arzt in Deutschland, würde ich behaupten, hat so viel Cannabis-Patienten-Erfahrung wie wir. Wir legen viel Wert darauf, es wissenschaftlich fundiert zu machen und unsere Kenntnisse eben in neue Therapiemethoden einfließen zu lassen. Deswegen glauben wir, dass es auf jeden Fall ein Versuch ist, der sich für viele, viele ältere Patienten sehr stark lohnt. Cannabis-Therapie steht noch am Anfang und man kann durch die richtige Kombination von THC und CBD-Blüten und den Terpenen und den passenden Zusatzmaßnahmen, glaube ich, sehr viel Lebensqualität für die Gesellschaft schaffen. Und das möchten wir. Und es muss nicht kostspielig sein und es muss nicht aufwendig sein. Ja, es sind einfache Maßnahmen, die vielen Patienten langfristig sehr viel helfen können. Wenn du Patient bei uns werden möchtest, dann komm einfach über unsere Website canna-medics.de mit einem K geschrieben und buch dein Erstgespräch bei einem unserer Canna-Medics-Ärzte. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wie man macht auf YouTube und Telegram.